In diesem Video möchte ich die Neuerung Texthintergründe vorstellen. Ihr findet sie in PhotoVision, in VideoVision und in Stages 2024. Ich befinde mich hier in VideoVision. Ich habe ein Textobjekt eingefügt und es mittig in meinem sichtbaren Bildbereich platziert. Bisher konnte man sich Texthintergründe nur selbst herstellen, indem man zum Beispiel eine Grafik nahm oder eine Rechteckform und diese hinter das Textobjekt legte. Man kann sich dann diese Form passend ziehen und den Text darauf platzieren oder auch die Größe des Textobjektes kopieren und auf der Form einfügen und so beides passend von der Größe machen. Version 2024 bringt nun eine weitere Möglichkeit mit Texthintergründen zu arbeiten. In den Eigenschaften von Textobjekten, aber auch in den Texteigenschaften von Fotos, Videos oder sogar Soundobjekten gibt es jetzt die Option, einen Texthintergrund zu aktivieren. Hinter diesen Einstellungen verbirgt sich ein ganzes Universum von Möglichkeiten. Ich entferne mal diese Rechteckform und damit wir hier nicht immer auf den schwarzen Hintergrund schauen, füge ich einmal ein Hintergrundbild ein. Und dann werfen wir einen Blick auf die neuen Möglichkeiten der Texthintergrundfunktion. Solange die Einstellung Hintergrundfüllung ohne aktiv ist, sieht man natürlich keinen Hintergrund. Das ändert sich, sobald man hier eine Umstellung vornimmt. Ich schalte zunächst auf Positionsrahmen und damit erscheint eine Hintergrundfüllung, die sich am Auswahlrahmen des Textobjektes orientiert. Ich kann die Größe also mit dem Auswahlrahmen verändern und ich kann das komplette Textobjekt mit seinem Hintergrund verschieben. Lasst euch übrigens bitte nicht irritieren, wenn ich mal vom Auswahlrahmen und mal vom Positionsrahmen spreche. Das ist beides dasselbe. Gemeint ist dieser gestrichelte Rahmen im Layout-Designer. Ich kann natürlich die Farbe des Hintergrundes bestimmen. Dafür geht man hier in diesen Farbwähler. Die Farbe kann deckend sein oder hier über diesen Alpha-Wert auch etwas transparent. Die Form des Hintergrunds kann ich ebenfalls auswählen. Aktiv ist viereckig, aber ich kann hier auch auf Kreis umstellen oder auch auf Ellipse. Je nach Einstellung könnt ihr dann weitere Anpassungen vornehmen. Hier vorn habt ihr Einfluss auf den Randabstand zwischen Text und Hintergrund. Hier könnt ihr einen Eckenradius vorgeben. Das geht natürlich nur bei der viereckigen Hintergrundform. Und ihr könnt auch einen weichen Rand einstellen. Ich setze die drei Werte erstmal wieder auf 0. Und dann zeige ich hier noch die Option Rand. Ihr könnt ihn einfach aktivieren und sagen, ob er innen am Positionsrahmen erscheinen soll oder in der Mitte oder auch außen. Abhängig von der getroffenen Auswahl könnt ihr dann die Randbreite einstellen und natürlich auch wieder die Randfarbe. Wir können dieses Textobjekt auch animieren. Zum Beispiel mit einem Bewegungspfad, der das Objekt erst klein zeigt und dann größer zeigt in 5 Sekunden. So könnte es aussehen. Ich entferne die Bewegungsmarke wieder, denn wir wollen uns auch noch die anderen Optionen für die Füllung anschauen. Bei der Einstellung Positionsrahmen ist der Hintergrund immer da. Der Hintergrund bezieht sich auf den Positionsrahmen. Es spielt für den Texthintergrund also keine Rolle, was hier bei Animationen eingestellt ist. Gleiches gilt für die Einstellung kompletter Text. Hier wird nicht mehr der Positionsrahmen als Maßstab für den Hintergrund genommen, sondern die Gesamthöhe und Gesamtbreite der vorhandenen Buchstaben. Und auch hier könnt ihr dann wieder beliebige Einstellungen vornehmen. Ich entferne mal den Rand. Und dann kann man hier gut sehen, dass man jetzt den Abstand zwischen Buchstaben und Hintergrund hier erhöhen kann. Das sollte soweit auch gut nachvollziehbar sein. Und dann kommen wir zu den weiteren Einstellungen für die Füllung, die so richtig interessant wirken, wenn man dazu Animationen aktiviert. Ich wähle sichtbare Textteile kombiniert. Eine Wirkung kann man aber erst sehen, wenn man die Animation entsprechend gestaltet. Ich habe das Beispiel von vorhin einfach so gelassen, gehe jetzt auf Anpassen und ändere die Segmentierung von ganzer Text auf zeilenweise. Das heißt, jede Zeile wird einzeln eingeblendet. Und das Alpha-Blending entferne ich kurz.
Dann sieht man, zuerst wird die erste Zeile mit Hintergrund eingeblendet, dann wird die zweite Zeile mit Hintergrund eingeblendet und beides ist verbunden, also kombiniert. Ich senke den Randabstand, wähle ich jetzt animierte Textteile kombiniert und belasse die anderen Einstellungen, dann sieht man, dass immer nur die animierte Textzeile wirklich den Hintergrund hat und ansonsten der Hintergrund verschwindet. Ändert man die Segmentierung jetzt vielleicht sogar auf buchstabenweise, dann ist der Hintergrund immer nur bei dem gerade aktuell eingeblendeten Buchstaben zu sehen. Und ich zeige euch noch eine Variante, wie man zum Beispiel Texte in Wolkenform oder in Klecksform erscheinen lassen kann. Dafür erweitere ich den Text noch etwas auf eine dritte Zeile und dann stelle ich um auf sichtbare Textteile buchstabenweise. Eine Wolke oder ein Klecks sind eher rund und ich erhöhe auch gleich noch den Abstand. Bei diesem Beispiel kann man auch sehen, was diese Einstellung hier bewirkt. Ich lasse die geglättete Verbindung und dazu noch einen Rand und das ergibt dann diesen Effekt. Durch Kombination der Füllungseinstellung und der Animation könnt ihr wirklich enorm viele Varianten an Texteinblendungen und Texthintergründen selbst erstellen. Die Möglichkeiten wurden in Version 2024 stark erweitert. Ihr könnt Texte inzwischen rückwärts erscheinen lassen. Spielt mit den Einstellungen am besten einmal rum und schaut euch unbedingt auch die mitgelieferten Beschriftungen an, die ihr hier in der Toolbox findet. Ihr könnt die Vorlagen in die Timeline ziehen und für eure Zwecke weiter bearbeiten und verändern. Des Weiteren möchte ich euch das Beispielprojekt zu den Beschriftungen ans Herz legen. Ihr findet das unter Datei, Öffnen, Beispielprojekt. Lasst euch von den Beschriftungsideen inspirieren und schaut euch von den Einstellungen etwas ab. Viel Spaß beim Arbeiten mit den neuen Texthintergründen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!